heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22 und heute mit dem letzten Season Game gegen die New England Patriots, die 8-8 stehen. Wir wollen das Ding natürlich gewinnen und deshalb wollen wir nicht lange rumschnacken, gehen auf Play Season Game. Natürlich das volle Spiel wollen wir spielen und sind bereit und wir hören uns nach dem Intro wieder. Next, New England and Miami close out the regular season. The Dolphins hope to split the series for the 5th straight year, while the Patriots look for the sweep. It's Week 18, and it's coming up. We are about 15 or so miles northwest of world-famous Miami Beach as we are set for football at Hard Rock Stadium in Miami Gardens. The excitement brewing here in South Florida as a moment ago the Dolphins starters were introduced to this home crowd. They're fired up as well as they're set to match up with Cam Newton and the New England Patriots. Charles Davis. Charles, you look at the Dolphins as they enter play in this one. They've certainly found their groove of late, winners of 5 in a row. And I think the sky's the limit for this team. They're playing the best football that they've played in a long time. On the other side of the field for the visiting Patriots, they come into this one off a bit of a clunker last time out, a loss that ended their 5-game winning streak. Und damit geht es jetzt los gegen die New England Patriots. Letztes Regular Season Spiel. Und wir haben jetzt eine Siegesserie von 5 Spielen. Und die wollen wir natürlich beibehalten gegen New England. Und da fängt das Spiel schon mal gut an mit der Meldung, dass unser Controller leer ist. Fängt schon mal richtig gut an. Und da kommt jetzt Cam Newton. Hier bei uns ja noch der Quarterback der New England Patriots. In echt ja nicht mehr, der ist ja jetzt in echt bei den Panthers. Hier ist er noch bei New England. Und ob er das besser macht als in der Realität hier. Oh, und das war ein guter Lauf von James White. Gleich mal 15 Yards. Das tut weh. Das sollte, glaube ich, noch ein Lauf werden. Und jetzt Sony Michel mit dem Vorblocker Jakob Johnson und wieder. Ah, und das ist wieder ein guter Lauf. Also gegen den Lauf haben wir echt Schwierigkeiten jetzt die letzten beiden Spiele. Den kriegen wir irgendwie nicht verkauft. Den kriegen wir nicht verteidigt. Weder gegen die Titans mit Henry und weder noch jetzt gegen Wright und Sony Michel. Ja, und die natürlich laufen sie. Warum sollen sie werfen, wenn das Laufspiel funktioniert? Das sieht nach einem nächsten Lauf aus. Oh, und jetzt haben wir ihn, Sony Michel. Baker, der auch in die Beine von Jakob Johnson fällt. Und jetzt sieht es wieder nach einem Lauf aus. Oder kommt jetzt endlich mal der erste Pass? Und das sollte der erste Pass werden, aber da ist gleich von Emmanuel Ogba der erste Sack in diesem Spiel. Der da fast ungedeckt durchkommt und ja, keine Chance für Newton.
Der war Blindside, keine Chance für ihn. Der hat ordentlich gesessen, würde ich sagen. Ah, und schade. Den können wir nicht abfangen. Mal schauen, wo er ausgegangen ist. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal Tour. The Dolphins take the field with their quarterback from Alabama at the helm. And for all the collegiate success he had, highest passer efficiency rating by a mile. He's a guy who's had his share of detractors at the professional level, but I do like Wir fangen natürlich mit derselben Taktik an wie New England. Wir lassen erstmal Todd Gurley los. Ist halt auch das Beste im Regen, lieber zu laufen. Sind aber nur 3 Yards. Das ist schon mal nicht ganz so schön. Dann versuchen wir den Jet Sweep über Waddle. On a jet sweep, here comes Waddle. Und der war mehr Glück als Verstand. 3 Leute schafft er da ab zu wimmeln. Das war schon mehr Glück als Verstand. Und den hat Gesicki. 5 Yards. Schön, neues First Down. So here's a 1st and 10 at the 38. Tagovailoa working out of the gun. He's got Ah, und den hat Will Fuller. Den hat er. Contain him to just 4. 2nd down. 2. und 6. Mal gucken, wie der Lauf wird. Er war okay. Ist, glaube ich, ein Jahr. Ja, 2 sogar. So. The best defensive linemen, they play with great leverage so they can get low and not get bowled over by offensive linemen. They have excellent hands, they can throw people off on a play. We just saw a great example of Und den hat Todd Gurley schön, neues First Down. Mit Glück, aber das gehört manchmal auch dazu. So into Pat's territory now. Here's 1st and 10 at the 1. und 10. 59 Sekunden noch. Und der Lauf war gut. 2. und 5. Tackle made by Adrian Phillips. Brandon, 5 yards on that run. Let's get back to the huddle and make sure if you're a back, So. you spend time with your offensive line and give them credit. Kommt der Fullback dran und das sollte ein neues First Down sein. And they did for a significant Ja. chunk of yardage. Da haben wir das neue First Down. That was a fold right there. How about that play? Being able to change things up. You think anyone else on the team's going to get the ball, and in that situation, they surprise everyone and give it to their big guy. Und damit ist das erste Quarter rum. So, jetzt haben wir es aber auch. Gedanken gesammelt. Jetzt haben wir den Satz auch zu Ende gebracht. Second quarter from Miami. It's the Dolphins with the football as they've got it with a 1st and 10. Und den hat Gesicki bisher alle angebracht. Nicht schlecht. Nein, und den kriegt Will Fuller nicht. Schade. Put him out there and said, go deep. Let's try and hit him. Unfortunately, to no avail. Jetzt haben wir 3. und 2. Und den hat Parker. Und das ist ein neues First Down. Bisher profitieren wir ein bisschen vom Glück, aber das gehört auch manchmal dazu. Muss man jetzt einfach mal auch so sagen. Und den hat Waddle und da kommen dann 5 Mann, die ihn stoppen, da hat er dann auch keine Chance mehr. And this was a nice example of an offensive coordinator scheming his guy open, just a little underneath route, just trying to free up some space, and it worked awfully well. Got him not just space, but plenty of room to run after Der Lauf war okay, really nice yardage. kann man mit leben. Defensively, they must have been expecting a pass. They were in the dime look out there.
I think maybe they were deciding to go with speed on the field rather than bulk. I'm with you. And he is going to go down. Back at the 11-yard line. Matt Judon. The blitz works to perfection as he gets in there to dump him for a loss of 8. When you're this close to the goal line, you got to expect pressure from the defense, so the ball's got to come out fast. Got to get out of his hands quicker. 2 and now, 3rd and goal. They'll roll him out right. And he takes it inside the 10 Schade. to 8 before he's out of Hoffnung bounds. ist, Now a stoppage hat here sich da as it verletzt looks bei like diesem we've Play, got aber wir haben Dolphins es leider shaking nicht up on geschafft. the play. And this is certainly not what you want to see in Und the der geht final nicht. week of the year. We'll be back. Doch. The kick by Sanders is Gerade good. so, gerade The so. Dolphins will jump out to a 3-0 lead. So pretty good opening Aber da wäre mehr drive. drin It'll make the home gewesen. fans somewhat happy. They wanted 6, but they got 3 in the early lead. Da wäre mehr drin gewesen. Ich hätte Waddle bei dem Play davor, als wir den Sack kassiert haben, anspielen sollen. Der war frei, aber ich wollte nicht So zu back viel onto the field come the riskieren. Pats for their second drive. It hasn't gone particularly well for them. That's obvious. In So, these conditions, leider. no points so far. They've got to get that offense on track. The question, how do they do it? It is the age-old question, isn't it? And to Leider me, doch. finding a way to make sure your playmakers touch the ball. So habe ich dann halt leider den Sack hingenommen, der nicht besser war. Mal schauen, was jetzt New England macht. Make sure you just turn around and hand it to your best runner and get out of the way. Don't cause any extra stress. Guter Run von Michel, aber wieder zu spät gestoppt. Really strong throughout that one. Not only is he getting good blocking, but about his vision to find the holes, and he's seeing things before they even open and hurtling through. Und da kriegt so ein Michel den nächsten ab. Der erste Wurf von Cam. Versuchen wir mal mit dem Atkins da ein bisschen Druck zu machen. Und das funktioniert, da haben wir ihn. Geno Atkins, 3. und 15, der nächste Sack. Der 11. in dieser Saison. You know, on these types of plays, we're always looking to assess blame. Okay, where did it break down? Sometimes it's just. Und da hatten wir ihn am Fuß. 3,3 Sekunden hat es gedauert und dann waren wir durch. So, jetzt versuchen wir Newton natürlich wieder unter Druck zu setzen. Und da hat Newton den Lauf, aber kommt nicht zum neuen First Down. 4. und 9. Also besser für uns. Schade, und da wurde nichts draus und der geht nicht out of bounds. Verdammt. Das tut weh. Genau auf der Goal-Line. Na, 1 sogar ist es. Und der Lauf war okay. Und trotz Early 2-Minute Warning. 3 yards on the pickup there, and it'll be 2nd down. So. A reminder, coming up at halftime, we'll send you up to Orlando. Jonathan Coachman is there, and he'll have stats and scores from a busy Sunday in the NFL. Now the Patriots Und das ist der Sack und noch kein. It's just their first, so they'll have 2 remaining here before we get to halftime. Safety, aber wir sind nah dran. Wir sind nah dran, einen zu kassieren. So now after the sack, Tua and the Dolphins staring at a 3rd and Jetzt haben wir long. 3. und 10. It's Tagovailoa from his own end zone. Throw left side here, complete to the tight end Gesicki. Now the Patriots will use the second of their timeouts. Das So that means they're down to 1 läuft remaining kacke. here as we head toward halftime. Here's Michael Pilardi now. And no room for error here as his first punt comes from deep in his own end zone. Olszewski now to return. Und Olszewski mit dem Return, aber das wird nix. And the Patriots take over. New England trying to get a place on offense. Jetzt müssen wir sie wieder versuchen zu stoppen. They punted twice, not the start they were hoping for. Not at all, and let's face it, every facility we visit,
Everyone talks about converting on third down. How big that is. Und der In this nächste situation, they Hit punted away twice, so in die Beine von Wright war es diesmal. What do we need to do to pick up a first down and change our momentum? Ah, kein Interception, aber Howard, gutes Tackle. Der kommt nicht an. Better execution and 3. und 12. enthusiasm, wasn't it? They saw it all the way, ran to the football, and caused a nice play for lost yardage. And able to catch it on the left sideline, but they're going to rule him out of bounds. Out of bounds, schön. Jason McCarthy ja auch gegen sein Ex-Team hier dran. Und der muss jetzt rausspringen, der muss rausspringen, ja. Und den haben wir an der 20 Yard lang. Und wir haben noch alle 3 Timeouts. Ist das Gute. There's not going to be very many teams, if any, entering the playoffs on the kind of run they're on. They're hot. And I love that word, hot, because every team in the league Schön. wants to go into the playoffs on that uptick. Because a lot of the time you serve notice to the rest of the league that, hey, we're the team you need to deal with. We're the team that's going to be a real problem for you. Der war doof. Aus einem schönen Play, ein doofes Play, schade. And confidence, that's the word I would use from our meetings with them. They said we're playing our best football right now. It is showing. Throwing is Tagovailoa on third down here. On the right side, open is Gesicki. The Patriots will take their third and final timeout as they'll stop it with 40 seconds Also jetzt sind wir beim remaining 4. in this und first 4, also down. es wird nicht besser. Here's Michael Pilardi now as he'll kick it away for the second time. On the return is Olszewski. Und das gibt einen ordentlichen Hit für Olszewski von McCarthy. 32 Sekunden vom Ende. The Patriots with the football here late in this first half. And with them trailing, there is still Jetzt enough mit time New to England try wieder to string a draußen. few plays together, Also maybe das get ist the bisher field ein goal range. sehr, Just sehr, over sehr 30 schwaches seconds to Spiel go in hier. the half. They've Von got it beiden first and Seiten. 10. Throwing is Newton. He'll drop it underneath to White. And he works it Weil across ich, der nicht the vorankommt und New 25 England, die before auch being nicht wirklich tackled. was reißen. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal für die erste Halbzeit. Ein Play noch und dann war es das. Oh, und da gibt es nochmal eine Flagge. Scheiße, Roughing the Passer. Ja. Akzeptieren sie es? Ja, natürlich. Jetzt haben sie nochmal eine Hail Mary. As long as it's still done legally, but anything outside of that looks like an extra step was involved. Und das ist die Interception und die Halbzeit. And nothing comes of this last-ditch attempt at points as time will run out on this first half. So the two teams will head to the locker rooms here in Miami with the Dolphins on top. As we send you up to Orlando to check in with Jonathan Coachman and our EA Sports Halftime Report. We'll get this started up in Orchard Park, an AFC's matchup with the Jets in town to take on Buffalo. And it is the Jets who have the lead in the second quarter. Le'Veon Bell with a couple of touchdowns there. From there, let's head to Philly to see what's happening with the Eagles. And you can see they trail the visiting Cowboys. Dak Prescott lighting it up. He's got 3 touchdown passes. Lastly, let's motor up to the Motor City. See what's happening with the Lions at home at Ford Field. And they trail that one over the visiting Green Bay Packers. Aaron Rodgers carving them up with 3 touchdown passes. Time now for a look at the next-gen stats for New England in that first half. And they were able to have a little bit of success on the ground. The question will be, will they stick with it? Or will they be throwing more to try and regain this lead? Meanwhile, for the Dolphins, you get a look at what they were able to do throwing the football. And whatever they've done, it's worked, as they have the lead through 2 quarters of play. Both these teams get a chance to dry out, maybe change their cleats if Wir need bleiben be. bei den But kurzen halftime's just Routen. about over.
und verteidigen die kurzen Passrouten. Weil mit dem Lauf, okay, die sind stark dort, aber was ich halt gesehen habe, ist, wenn wir ihn weiterhin die Pässe wegnehmen, können sie keine Yards machen. Oh, und da bleibe ich hängen. Ein richtig guter Return von Grant. Ärgerlich. So. Das ist der Sack. Nutschovic muss das gewesen sein. Ärgerlich. Und das ist ein guter Lauf von Todd Gurley. Und somit sind wir wieder dran an einem neuen First Down dank Todd Gurley. Los geht's. Und den hat Waddle. Schön. And he is going to have the Dolphins first down. They needed 4. He doubled that. He wound up getting 8. Did you see that route the way that I did? I thought he was trying to get deep. Yeah, that wasn't the first option. No, it came off of that guy, the deep guy, and came underneath on the drag. Completed it very well. And he's corralled at the 40. Und ein schöner Lauf von Waddle. 2. Only needing 2 yards on second down. On the handoff, it's Gurley. Und da ist Todd Gurley durch. 7 Läufe, 30 Yards. Nicht schlecht. This is ball control football, sustained runs, taking their time and making it work. He's going to let one go deep for Parker. Wow, und der war Glück. But you got to think that sooner or later they're going to hit one of those, but the coverage has been excellent thus far, and it was again on the last play. Das war mehr Glück als Verstand. Play action, now it's Tua. It's incomplete. Der kommt auch nicht an. But it's not been the best game for him, but he definitely tried to get by with a little help from his friend there, trying to create a big play. Couldn't do it, fell incomplete, but you're right, hasn't been a banner game here in the second half, just trying to get going. Big thing. The pressure gets Und da ist wieder keiner frei gewesen. He could not get away that time, and it'll be a loss of 11 on third down. Und da machen wir einen hohen Kick. And a nice special teams Schön. job here. This is going to be down inside the 10 at the 7-yard line. And for an offense that is An der struggling, 7-Yard-Line. this is not where you want to start from. Great punt. Fantastic punt. And for all those who wonder, what do punters do during the course of practice each and every day? 1. und 10 für die New England Patriots. Work on positioning the football and helping their team. Und da können wir sie wieder stoppen. The last run got a couple. Here's 2nd and 8. 2. und 8. Now Newton. Hunter Henry brings it Und in. Hunter Henry hat He's ihn. brought down, but not before they get it across the 20-yard line. Ärgerlich. They were backed up to start the drive, but how about that aggressiveness? Firing it downfield right away. Nice job there, getting out towards what would have been their normal starting position. Da kommen sie wieder nicht durch. Richtig, 2. und 8. Aber das hatten wir eben gerade schon mal und dann hatten wir ein neues First Down. Warum nehmen wir uns jetzt mal Baker? Und da kriegt Newton ordentlich einen mit. 3. und 6. Schön in die Beine von Newton gegangen. Das sollte ein Lauf werden. Und der kommt nicht an. Den lässt er fallen. Und so kann natürlich Newton machen, was er will. Da können wir ihm gerne immer wieder den Ball wiedergeben. Aber irgendwann, glaube ich, haben wir ein Problem. Und
Oh Gott, da kommen sie alle. Ein paar Yards haben wir gemacht, aber mehr auch nicht. Miami's offense set and ready to go. The last couple of drives have ended in punts. Maybe the crowd minds that, but you're a defensive guy. You're okay with a couple of punt drops. And he goes down. It's a Patriot sack. Matt Judon Und wir picks haben up his second bisher sack of the nicht viel afternoon. Zugriff. Well, they sent him on the blitz from that linebacker spot. Das And ärgert boy, mich. he got there quickly. He certainly did, and obviously he could have used a block from his running back, but I think you nailed it right there. The Den hat defender gets to the Gesicki. backfield so fast, Schön. it's hard for anyone to react. Schön, endlich mal wieder. Neues First Down, Gesicki. That was a fun one to watch right there. A nice in-breaking route and plenty of room in the middle of the So. field. And he was able to get behind the linebackers and grab the completion for a really good pickup. Und der ist schön von Waddle. Nächstes First Down. Und damit ist jetzt das dritte Quarter vorbei und wir sind im letzten Quarter. It's been a very hotly contested game to this point, just a field goal separating these two teams as we get set for the fourth Immer noch quarter. 3-0, also immer noch ein So into Pat's territory sehr now. Here's schwaches first and Spiel, 10 muss man at the einfach mal sagen. 37-yard line. Now a So, handoff for und Gurley. And he'll Will get Fuller free down verpasst to seinen the Tackle. 34-yard line. Und damit And the wird dieser trend Lauf auch nicht continues here wirklich in the was. fourth like it was in the first, second, and third. He's had nowhere to run. So. And you're probably thinking to yourself, why do they keep feeding him the football? Well, they trust him first and foremost. They do believe that over time he might actually pop one of these runs. But bottom line is, he takes care of the ball well for them, so they'll keep handing it to him. Oh! Throw on Waddle! second down, but this one is incomplete. A lot of times it's that Das first gibt's read nicht. that you had. Maybe you get it in pre-snap and he locked in on his target, but he was covered quite well, and that one's incomplete. Going to the air, Tagovailoa. He'll get Und this das to ist his neues tight end, First Down. Gesicki. And he Gesicki. takes us just a few yards shy of the red zone Also hätten wir unseren before Tight going End down. nicht, dann würde die Spiel ein bisschen anders ausgehen, glaube ich. Because not only do they keep the drive going, they take valuable time off the clock as well. They have to feel really good about that last completion. And he will Und reach der the nächste 8-yard für line Gesicki. before going out. These guys are running offense like you drive. The pedal is down, stomped down. How about that? Ja. Back-to-back completions. They are rolling. So much for being conservative and running that football. And again, it's Tagovailoa. Firing quickly here, and that's complete. Und den hat Devonta Parker und endlich der Touchdown. Boah, überfällig dieses Ding. Aber jetzt, genau jetzt, zum richtigen Zeitpunkt kommt er und wir haben den Touchdown. Der einfach rein und zack. Und endlich 10:0. Also dieses, ich sag's mal, Krepel-Duell sieht zumindest jetzt mal ein bisschen besser aus anstatt 3:0. Day Goal, 5 Touchdowns. Habt ihr gesehen, was hier für ein Spiel läuft? Verrückt, der Junge. Oh, so. Wir nehmen uns Baker. Oh, und der ist so frei. Keine Chance. Wir nehmen uns wieder Baker. Oder gehen, nee, wir gehen auf Gino Atkins. Versuchen mit Newton Druck zu machen. Oh, da fliegt unser Verteidiger sogar noch über James White rüber. So, jetzt versuchen wir einen Linebacker-Blitz. Und den bringt er nicht an. Den kann der Spieler nicht fangen. Das ist natürlich gut für uns.
Und der kommt auch nicht an. Und jetzt muss New England machen. Jetzt müssen sie den vierten ausspielen. 4:50, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Und wir müssen einfach nur weiter verteidigen. Und der ist intercepted. Byron Jones. Und der ist drinne. Touchdown. Byron Jones mit dem Pick 6. Perfekt. Genau richtig rein. Gefangen die Interception von Byron Jones. Und der Pick 6. Und das letzte Season-Spiel sieht dann doch echt gut für uns aus. 5 Interceptions in diesem Jahr von Byron Jones. Die 5. gerade gemacht. Milestone erreicht für die Season. 8 wäre jetzt der nächste Milestone. Aber das, glaube ich, schaffen wir nicht noch. Weil das wären ja dann jetzt noch mal 3, wenn ich... Ja, 3. Ist klar. 5 plus 3 macht 8, ja. Ich war nicht darauf vorbereitet, jetzt Mathe auszupacken. Wir nehmen uns Baker. Boah. Das war unser Fehler, da hätte ich hinterher sein müssen. Hinter die 81 von New England. Und da sind wir wieder dran. Poland on right. Jetzt New England. Beim 2. und 3. Und das ist plus roughing the passer. Und es wäre doof gewesen, hätten sie nicht akzeptiert. Oh, da kriegt Newton wieder einen mit. Nee, er ist geslidet. Okay, da hat das Spiel das nicht richtig umsetzen können. Aber für mich sah das aus, als ob der voll einen mitbekommen hat. Und jetzt hat Newton ein gutes Spiel. Naja, also er befreit sich, damit lasse ich natürlich einen Defender auf ihn gehen und damit wird ein Spieler immer frei. Oh, und den hat Rowe. Eric Rowe mit der nächsten Interception gegen Cam Newton. Und jetzt wird es schmerzhaft für ihn. 3. Interception in diesem Spiel. Ja, kurz vor der Endzone, aber das tut trotzdem weh. Also klar, wir starten jetzt kurz vor der Endzone. Mich freut's trotzdem. Es ist eine super Defense-Leistung, die Interception. Also, ich beschwere mich da nicht. Oh, und da haben wir den Ball noch rechtzeitig weggekriegt. Sonst wäre das wieder ein Sack gewesen. Also die O-Line funktioniert beispielsweise heute überhaupt nicht. 3. und 5. Und den hat Gesicki. Und das nächste First Down. Das sieht nach einem Blitz aus. Aber der Lauf war auch nix. 2-Minute-Warning. Also Todd Gurley jetzt in den letzten Wochen ein bisschen aus dem Spiel genommen worden von den Verteidigungen. Nein, nein, nein. Oh, das war doof. So now after the sack, Tua and the Dolphins staring at a 3rd and long.
Throwing now is Tagovailoa. Going deep here for Parker. Nein, und die Interception war doof. Picked up by J.C. Jackson. Oh. And he'll take this all the way down inside J.C. the Jackson 40. kriegt nochmal einen ordentlich vor die Beine gehauen. See it often this offense in the Ah, victory. die Interception war doof. Die war unterworfen, also genau in den Verteidiger hinein. Keine Chance für Waddle da überhaupt dran zu kommen. Und wo Wright dahin wollte, weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt kommen wir mal mit einem Blitz. Play action. Newton. Oh, und das ist Touchdown. Das ist der Touchdown. And all the way in. Touchdown, New England. N'Keal Harry. His Von second Harry. touchdown on the season. And the Patriots are finally on the board here in the fourth quarter. A good hold in these wet conditions. The point after is Jetzt up and good. 17-10. And the lead is trimmed down to 10. So 2 scores down. Time definitely not an ally, but here comes the onside Und ich kick. habe gedacht, sie kicken Now the normal Dolphins zurück. gonna Sie burn machen the noch den first of their Onside-Kick. timeouts. That'll leave them Aber with da 2 können wir remaining. We'll be von back mir aus after gerne this. das Timeout verschwenden. And this is going to be recovered by the hands team. And that should Und das just ist about Wilson. put a capper on this one. Tua and the rest Den of haben the wir und jetzt Dolphin kommt offense Tua. heading Ja. back out. And after a rough Die Interception start, war as we take a doof. peek at the numbers, he's going in the right direction now. Wird nicht sein müssen. Game start the way we saw this one start for him. You just wonder if he's got a chance to bring it back at all, and that's exactly what he's done. Love seeing that happen, simply because. Oh, die nächste doofe. Warum mache ich es? Picked off by Stephon Gilmore. And the Patriots are right back in this football game. Im Spiel vorher spiele ich noch gut und dieses Spiel mache ich wieder Mist. They might be thinking this is close to a lost cause here. Wir müssten ja die Interception aus dem letzten Spiel, die wir nicht hatten, zurückholen und das ist Safety. Das ist der Safety. Shorty müsste es gewesen sein. Ja, Shorty. And two, doesn't seem like much, does it? But it means everything in this situation, because now they're going to have to look back and ultimately. Aber das that might be the Ding. play that ends up deciding this game. Returnable for Grant. Ah, die Interceptions waren doof. Mike Gesicki and the rest of the offense has in store. And the numbers show it. Low involvement early. Eigentlich würde ich ihm jetzt noch gerne einen Touchdown schenken, Tor. Indeed it has, and when you're able to finally get him going, get him fully integrated into the offense. Einfach für die Scheiße, die ich vorher gebaut habe. Everything that they do, trying to move the football. Now the Patriots going to use one of their timeouts as the clock will stop with 34 seconds to go in the game. Off of play action, Tagovailoa being chased out left. And he'll be out of bounds across the 30-yard line. Looks to me, partner, like he's learned a little bit, because earlier in the game, I think he was trying to force a lot of throws into some windows that just weren't open. Yeah, the interceptions had plagued him, especially a second interception, really a bad throw. So maybe a better decision there. Yeah, no doubt about it. I think he learned from earlier in the game, and he's applying it now. He'll wind up getting right about 4 there on the scramble, and it's second down. Okay, he's not going to get the first down, but this is still a nice job of buying some time and then running to get to the sideline and get out of bounds and avoid the big hit. Meanwhile, Tua's throw taking Das him by long. here. Now the Nächstes Patriots Timeout. will use the second of their timeouts as they stop it with 14 seconds to go in the game. So. I see an extra defensive back on the field. Little surprise here on 3rd and 1. Tagovailoa working out of the gun. Caught by Wilson. And he brings this up to the 46. Good enough for the first. And with just inside of 10 seconds to go, they'll burn their final timeout. 9 seconds left. Couple of first downs to kick off the drive. Here's 1st and 10 up at the 46. 9 Sekunden noch. Tua sets up to pass it. He's letting this one go for Fuller. Oh, and Ach, Tua's das gonna gibt's be doch nicht. intercepted for the 3rd time. Picked up by J.C. Jackson. Also, And the ich weiß Pats nicht, wo ich are da noch right hinwerfen back soll. in this football game. So a Egal. victory here for Sieg the ist Miami Sieg. Die 3 Dolphins. And they Interceptions were really sind helped by their defense, ein forcing 3 bisschen turnovers. I think what we saw in lächerlich. this one
Weil, also diese langen Dinger, die brauche ich hier in diesem Spiel irgendwie gar nicht mehr machen, weil ich krieg die irgendwie gar nicht mehr hin. Also die kommen gar nicht mehr an. Keine Ahnung, was ich da jetzt hätte noch machen sollen. Naja. Mit 3 Interceptions immer noch zu gewinnen, das zeigt halt, wie schlecht dieses Spiel eigentlich war. Aber naja, wir nehmen es hin, wir haben den Sieg. Ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir gehen eine Woche weiter und sehen die Denver Broncos. Sind unsere Gegner in den Playoffs. Und hier seht ihr den Playoff-Baum. Nicht mehr wirklich viel getan, außer die Broncos, die reingekommen sind noch. Puh. Also auch einer unserer letzten Franchises, mit denen wir den Super Bowl gewonnen haben. Jetzt unser Gegner, die Broncos. Aber ich sage, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn das Spiel qualitativ ein bisschen scheiße war. Schauen wir nochmal auf die Stats, die wir erreicht haben in der Regular Season mit Tua Tagovailoa. Ja, 30 Touchdowns, 20 Interceptions. Bisschen viel. Aber ist okay. Ist okay. Da waren einige dabei, die doof waren. Einige, die okay waren. Nehmen wir hin. 1370 Yards von Todd Gurley erlaufen. Die meisten gefangen waren Will Fuller mit 1223. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Let's Play Madden NFL 22 gegen die Denver Broncos in der Playoff Wildcard. Ciao.